Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie versprochen geht es heute um ganz viel Tüll, nicht ganz so viele Tränen und ganz viel Hochzeit. Ich werde euch heute einfach immer kleine Einspielungen mit reinschneiden, indem ich euch erkläre, was genau wir gerade an welchem Step gemacht haben und lasse ansonsten heute das Video ein bisschen auf euch wirken. And to my English subscribers, if you want to follow and want to know what I'm saying, you can turn on the subtitles on YouTube and then you can follow. Have fun! Falls ihr nichts mehr verpassen wollt und weiterschauen wollt, wie es denn danach weitergeht, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Glocke an, Like da lassen und dann starten wir mit dem Video. Let's go! Gestartet ist unser Tag morgens um 5, nachdem wir abends ich zumindest relativ früh ins Bett gegangen sind, ging es eben sehr früh schon wieder los, denn da kam ein professionelles Styling-Team. Dieses Styling-Team hat sich natürlich hauptsächlich um unsere Braut gekümmert, aber die haben auch dafür gesorgt, dass auch wir ein bisschen einen kleinen Touch-up bekommen haben, nicht mehr so müde aussahen und den ganzen Tag snatched waren. Nochmal ein großes Dankeschön an die 2 Mädels, die haben das wirklich toll gemacht. Die haben wirklich immer geguckt, dass wir gut aussahen, haben alles nachgelegt, also top Arbeit. Der Morgen startete nämlich traditionell mit der Brautabholung oder auch Ji-Kwin genannt. Ich schreibe euch mal hier rein, wie das geschrieben wird, weil meine Aussprache, sei mir verziehen, mein Chinesisch ist leider nicht so gut. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Braut normalerweise zu Hause abgeholt wird und der Bräutigam dann ein paar Spiele mit den Brautjungfern spielen muss, um dann eben seinen Weg zu seiner Braut zu schaffen und dann die Braut mitnehmen zu dürfen. Natürlich wohnt meine Freundin aktuell nicht in China, deswegen hatten wir eben dieses Hochzeitshotel gebucht und dort haben wir dann auf ihn gewartet. Meine Freundin musste ganz still und heimlich auf dem Bett sitzen, war aber auch ein bisschen aufgeregt, was da so alles passiert. Und wir Brautjungfern haben dann unseren Job gemacht. Erstmal mussten die Männer an mir vorbei, mussten mir ein paar Hongbaos geben, damit sie überhaupt erstmal in dieses Zimmer reingehen durften. Hongbaos sind kleine rote Umschläge, in denen sich ein kleines bisschen Geld befindet. Und dies wird meistens unter den Brautjungfern aufgeteilt dann. Nachdem er mir einen gewissen Amount gegeben hat, durfte er dann endlich das Zimmer betreten und kam zu seiner ersten Station, an dem er gegen uns Dr. Bibber spielen musste. Also er und seine Trauzeugen mussten quasi Dr. Bibber einmal schaffen. Ansonsten mussten sie leider das ein oder andere Getränk trinken. Nachdem sie das geschafft hatten, ging es dann weiter zum Bierpong, wo sie uns Brautjungfern besiegen mussten. Das haben sie, mehr schlecht als recht, gerade so geschafft. Und danach ging es zur letzten Station. Dort musste Jenga gespielt werden und auf jedem Jenga gab es eine besondere Aufgabe, die erledigt werden musste. Und natürlich hatte unser Bräutigam gleich die erste Aufgabe. Er durfte seiner Braut nämlich in 5 verschiedenen Sprachen erklären, wie er sie doch liebt. Danach kam noch der traditionelle Brautschuhsuch. Denn die Frau hat einen roten Brautschuh und dieser wurde im Raum versteckt und der Bräutigam und seine Trauzeugen mussten diesen dann finden. Ob er diesen gefunden hat, seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß!
between me and you. There's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? 'Cause I don't know where you've been lately, and times have changed, the world's gone crazy. Yeah, I got a secret, I hope you can keep it. You know that I mean this. I will lay my heart on the line for you, for you. Even when we're apart, I'll find a way through between me and you. 민법에 와서 아이시텔루 英语日语韩语撒拉嘿哟什么야찌발루블루 俄语不是这样说的吗？是这样。 Five, good. und noch 뭐 이나오 I got a secret, I hope you can keep it. You know that I mean this. 跑得快，一直没有耳朵，一直没有尾巴，真奇怪。 I will lay my heart on the line for you, for you. Even when we're apart, I'll find a way through between me and you. Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? Ja, das war unser Morgen. Ihr seht, der hat wirklich super angefangen. Wir hatten ganz viel Spaß bei all den Spielen. Aber ohne viel Federlesen ging es direkt weiter. Die Braut wurde nochmal zurechtgezupft und dann ging es weiter zu einer Gartenlocation. Dort wurde dann eine Draußenzeremonie abgehalten, bei der eben Freunde und Bekannte der Familie noch mit dabei waren. Und danach gab es noch richtig leckeres Essen. Man muss auch dazu sagen, wir hatten natürlich auch ein kleines Baby dabei. Meine Freundin hat eine kleine, super süße Tochter. Das hat natürlich den Tag jetzt nicht gerade vereinfacht, aber ich muss wirklich sagen, die Kleine hat so super mitgehalten. Sie hat ganz, ganz toll Nickerchen gemacht und hat nur ab und zu mal ein bisschen nach Mama verlangt, was aber vollkommen okay ist, denn so ein kleines Baby darf auch gerne ab und zu mal bei der Mutti sein. Nachdem wir dann diesen Teil geschafft haben, ging es dann weiter zur Wohnung von Tang, denn dort wurde dann die traditionelle Teezeremonie abgehalten. Das ist eine Zeremonie, wo die Brautleute ihren Eltern danken dafür, dass sie aufgezogen haben, dass sie quasi nicht im Stich gelassen haben und wo sie sich auch so ein bisschen verabschieden. Von dieser Zeremonie habe ich leider nicht ganz so viele Bilder, denn ich war selber ganz schön involviert in diese Zeremonie. Ich durfte nämlich den Tee halten, deswegen hatte ich leider keine Hand frei, um da was zu filmen. Falls meine Freundin da irgendwelchen Input hat, seht ihr den jetzt gleich im Video. Ansonsten geht es danach weiter mit der nächsten Location. Und jetzt erstmal Film ab. Tender and kind, built over time. This is my love for you.
steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. 意吧，我愿意。我们为他鼓掌。你愿意吗？我愿意。掌声送给新娘。接下来两位。 Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. This is my love for you. Let the sound be heard, let the songs be sung. I have found the one that this heart loves. Let the veil be torn, save yourself no more. Let this love in me find a home in yours. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. This is my love for you. This is my love for you. This is my love for you. So, nach all dem Trubel ging es dann zur letzten Location. Also wir hatten die letzte Location endlich erreicht. Und diese Location, Leute, haltet euch fest, crazy Ding. Diese Location ist riesig. Dort kann man verschiedene Räume buchen, in denen man eben themenbasierte Hochzeiten feiern kann. Da gab es einen Eisraum, es gab eben den traditionellen Raum, den meine Freundin und mein Bekannter gebucht hatten. Und dann gab es noch so einen Feenwaldraum. Also es gab wirklich richtig coole Sachen. Den Eisraum habe ich euch mal mit abgefilmt, weil da war nämlich gerade keine Veranstaltung. Da konnte ich mal schnell reinfilmen. Und ich sag euch eins, da kann man Traumhochzeiten machen. Also wer sowas mag, kann ich euch empfehlen. Geht nach Ningbo, da gibt's das. Super Location, guter Service, Essen ist super und es sieht einfach crazy aus. Ein bisschen viel, also für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel, aber trotzdem irgendwie hatte es was.
Meine Freunde hatten sich eben für den traditionellen Teil entschieden. Sie hatten vorher auch schon Fotoshootings gemacht, um dann diese ganzen Banner und alles vorzubereiten. Also es war wirklich rundum gut organisiert. Dadurch, dass wir ein professionelles Filmteam dabei hatten, hatten die zwei auch schon die ganze Zeit wirklich viel zu tun. Sie mussten vor der Kamera stehen, ein bisschen posen, ein bisschen rechts, ein bisschen links, was für mich gut war, denn dann konnte ich die zwei auch immer ganz gut einfangen auf meiner Kamera. Und bei dieser traditionellen Hochzeit gab es dann quasi den großen Einlauf. Da waren Familie, Freunde der Familie, da waren wirklich viele, viele Leute da. Es gab ein gutes, leckeres Essen. Eine Bekannte der Familie von Tang und auch die Mama von Tang haben Reden gehalten. Tang hat uns noch eine kleine Gesangseinlage gegeben, oder insbesondere an Vanessa natürlich. Und danach ging es dann für uns wieder nach Hause oder zumindest ins Hotel. Und dieser Weg war auch wild, sehr wild. Also wir haben uns wirklich gefühlt, als ob wir endlich angekommen wären in China. Denn es hat sehr lange gedauert, bis ausklamüstert war, wer wo aussteigt, wer mitfährt, wer nicht mitfährt, wer wieder aussteigt, wer wieder einsteigt. Es war faszinierend, aber irgendwann sind wir dann im Hotel angekommen und hatten es dann geschafft. Genau, und jetzt wieder Film ab und viel Spaß. Here we are in your hometown, sharing looks as the sun goes down. Just a breath until our next kiss. Never knew of a love like this. A love like this. Loving like crazy, praying that it never ends. Yeah, you and me, darling, we've really got something the world just can't understand. Yeah, it's you and me, falling in love every day till we're both owning gray. Yeah, it's you and me, as long as we live, I'll never know a love like this. 过来没有过亲朋好友，欢迎大家百忙之中来参加我和我老婆的婚礼。Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde und Familie, wir freuen uns sehr, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, um bei der Hochzeit meines Mannes und mir dabei zu sein. 首先感谢我老婆，最爱是meine Frau gedankt。生活中我们经常说一个词，但是我们说的时候其实并不太把它。 并没有想太多，并没有考虑太多。Es gibt ein Wort in unser Leben, das wir oft sagen, aber jedes Mal, wenn wir das Wort sagen, tun wir eigentlich nicht so viele Gedanken. Aber heute ist eigentlich eine gute Chance für uns. 那么今天就是一个很好的机会，让我们再把这个词重新重温一下。Das Wort ist ich liebe dich. 这个词就是我爱你。 Ja, mein erstes Dankeschön geht auch an dich. Ich bin unglaublich froh, dich zu haben und ich freue mich auf jeden weiteren Tag mit dir in meinem Leben. Und du bist Just a breath until the next kiss. Never knew of a love like this. A love like this. Loving like crazy, praying that it never ends. Yeah, you and me, darling, we've really got something
Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein paar tolle Einblicke geben können in eine chinesisch-deutsche Hochzeit, also ein bisschen interkulturelle Hochzeit. Natürlich läuft nicht jede Hochzeit so ab. Manche machen dann vielleicht auch nur die Abendveranstaltung, manche machen nur eine Tagesveranstaltung. Aber ich finde, man konnte hier wirklich einen tollen Einblick bekommen, was für Facetten so eine Hochzeit alles haben kann. Dass es nicht so wie bei uns in Deutschland einfach irgendwo auf dem Dorf mal kurz gefeiert wird. Hat natürlich auch seine Sachen. Also unsere Hochzeiten dagegen sind vielleicht ein bisschen familiärer, würde ich sagen, ne, weil man natürlich ein bisschen mehr miteinander agiert, ein bisschen mehr feiert. Aber auch das ist natürlich auch immer typabhängig, kommt immer drauf an. Und wie gesagt, wir hatten halt auch einfach ein kleines Mäuschen mit dabei. Da ging es nicht bis 22, 23 Uhr mal noch ab in die Puppen zu gehen. Deswegen waren wir dann um, ich glaube, 21, 22 Uhr hatten wir es dann endlich geschafft und hatten somit auch wirklich einen langen Tag hinter uns. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr sehen wollt, was ich die nächsten Tage noch erlebt habe, vergesst bitte nicht, hier zu abonnieren, Glocke an und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao!